So, dann mal wieder Hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Heute zum 16. Teil unseres kleinen Betaflight-Tutorials, bei dem es um den Bereich Flugschreiber oder früher Blackbox-Logging genannten Bereich gehen soll. Wie immer, wie komme ich dahin? Zunächst müsst ihr eure Drohne per USB mit dem Rechner verbinden und eure Betaflight-Software aufrufen. Dann seid ihr genau an der Stelle, wie ich hier bin. Klickt auf Verbinden. Und damit gelangt ihr in das Betaflight selbst. Dort seht ihr auf der linken Seite die Bereiche. Heute wollen wir uns, wie gesagt, Flugschreiber angucken. Ja, was ist der Bereich Flugschreiber? Im Prinzip für jede Drohne, für jeden Kopter, die ihr benutzt, wo eine SD-Karte eingesetzt werden kann, besteht die Möglichkeit, dass Flugdaten, also Daten des Fluges, darauf gespeichert werden können. Der Bereich hierfür ist da, um das ein bisschen zu konfigurieren. Ihr seht schon, ich habe jetzt die Drohne, die dran gesteckt ist, hat leider keine SD-Karte oder keinen SD-Karten-Slot. Aber wir können das auch gern als Trockenübung erklären. Im Prinzip könnt ihr auch nicht viel machen hier. Ihr könnt zunächst auswählen, welches Blackbox-Loggerät ihr benutzen wollt. In der Regel ist es im Prinzip die SD-Karte. Ihr könntet auch sagen, ihr möchtet gar nicht loggen. Oder ihr möchtet über einen seriellen Port loggen. Was ihr zum Zweiten feststellen oder einstellen könnt, ist, in welcher Loggeschwindigkeit die Logs geschrieben werden sollen. Das heißt, je höher ihr hier geht in der Kilohertzzahl, desto mehr Logging-Einträge werden geschrieben und desto genauer könnt ihr am Ende im Prinzip das Logging wieder abspielen und euch anschauen. Nachdem ihr das festgelegt habt, klickt ihr hier auf Speichern und Neu starten. Dann werden genau diese Informationen, die ihr hier angegeben habt, auf euren Flight Controller geschrieben und für den nächsten Flug benutzt. Im Bereich externes serielles Loggerät, dann ist es genau wie hier oben, wenn ihr hier einen seriellen Port angebt, könnt ihr hier, wenn ihr noch ein serielles Loggerät angeschlossen habt, könnt ihr das dann hier drüber auch konfigurieren. Dafür müsst ihr zunächst, so wie es hier auch steht, im Bereich Anschlüsse-Tab euch zunächst ein externes Gerät konfigurieren, hinzufügen. Seht ihr hier, ihr könntet dann sagen, soll ein externes Gerät dran und wählt euch das da aus. Ja, und ansonsten habt ihr hier noch im Bereich Onboard SD-Karte, da könnt ihr sehen, dass halt Fluglogs auf der SD-Karte gespeichert werden können. Momentan ist keine Karte hier, sonst könntet ihr noch sehen, was auf der Karte benutzt wird. Das soll es heute auch schon gewesen sein. Wie gesagt, Flugschreiber ist nur ein ganz kleiner Bereich vom Betaflight. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und was mir immer hilft, ist ein Abonnement. Also abonniert mich gern. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Bis dahin, euer Lampe.